Ich spreche mit Billy wieder über den Talmud Emanuel. Gut. Und zwar geht's heute weiter hast du noch Erklärungen geschrieben im Vorwort, die wichtig seien, wozu dich auch Arad Atasata, glaube ich, aufgefordert hat, die zu schreiben, dass es verständlicher ist. Und es geht da um die Speicherbänke. Und da wollte ich dich fragen, wie man sich das vorstellen hat. Das ist wie ein Energiespeicher? Das ist, Speicherbank sind einfach das, was Energie ist, wo aufzeichnet tut, Energie aufzeichnet tut von Geräusch, von Sprache und so weiter und so fort. Wo Sachen, wo der Mensch lautbar durch sie sprechen, einfach weitergehen tut oder erklären tut und so weiter und so fort. Das wird gespeichert auf energetischer Basis, also schöpfungsenergetischer Basis. Eben auch alle Gedanken und Gefühle richtig. Und so weiter. Ja. Und die Taten. Das ist halt so abstrakt daher. Ich versuche das ja, irgendwie aber ein bisschen... es wird nur das Positive gespeichert. Es wird nicht das Negative gespeichert. Nur ausschließlich das Positive. Weil nur das Positive weiter in der Evolution kann gehen und nicht rückwärts. Da kommt dann diese ursprüngliche Idee wieder her, dass die Evolution sich selbst unendlich ist. Unendlich. Ja, und sich aber weiterentwickeln will. Eben ja, evolutionieren. Ja, evolutionieren will. Es wird sich evolutionieren, es ist evolutiv. Ja. Okay. Und die Schöpfungsenergie, die für das bestimmt ist, wo nur die Sachen unter sich hat, wenn man es so sagen will, wo also nur speichern, was Gedanken, was Gefühle, was Worte sind und so weiter und so fort, was evolutiv ist, positiv. Okay. Es ist nicht irgendetwas Devolutives, wo gespeichert werden kann von dieser Schöpfungsenergie, sondern nur Evolutives, nur Positives. Wenn du ein Tonband hast, ja, dann kannst du auf dem Tonband negative Sachen aufnehmen oder positive Sachen oder neutrale Sachen. In der Schöpfungsenergie, wo speichern, wo evolutiv speichern, nur das Evolutive, nur das Positive aufnehmen und einlagern. Dann, es ist bei der Schöpfung sehr weg, dass alles zusammen nur positiv ist und nie negativ. Mhm. Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen bei der Ebene Arad Atasata? Hattest du als Beschreibung geschrieben, dass das die Ebene die sich die Zeit beschaut? Ja. Und da kann man sich ja eben aber auch die negativen Ereignisse... Ja, das ist aber etwas anderes. Das ist nicht die Schöpfungsenergie, die speichern. Wo das Evolutive speichern. Inwiefern unterscheidet sich das dann, diese Speicherbänke, von dem, was Arad Atasata... Das ist genau gleich, wenn du zwei verschiedene Tonbänder hast. Das eine Tonband hast du nur für negativ gespeicherte Sachen. Und das zweite Tonband, das du hast, nimmst alles auf, wo das Negative und das Positive drauf ist. Okay. Und das ist bei diesen Ebenen genau so.
Ja. Und Arahata Tersata ist nicht eine Speicherung in dem Sinn, dass es nur das Positive, das Evolutive speichern, wie die Schöpfungsenergie das macht, wo soll vorangehen, wo soll eine Weiterentwicklung sein, eine dauernde Weiterentwicklung. Das sind ja alles nur energetische Ebenen. Richtig, das ist nur rein energetisch. Und auf der Ebene von Arat Atasata ist es dann noch so, dass es eben noch lernen muss. Das ist noch eine Lernfunktion, eben in Atasata ist eine Lernfunktion, genau wie da eine Lernfunktion ist als Mensch auf der Erde oder irgendeinem anderen Weltkörper, wo Lebewesen sind, wo nicht unbedingt menschlich aussehen müssen, aber auch ein Bewusstsein haben in einer Form von dem, wo sie Sachen selber können speichern, wo aber weiter in einer höheren Ebene wieder gespeichert werden können. Aber in einer Speicherung, wo das Negative und das Positive dann kann aufnehmen. Und das verläuft im Grunde noch bis zur petale Ebene so. Das läuft auf bis zur Petalebene, wo das Petalebene nur noch Positives aufnehmen. Ja. Und Positives auf das, was sie bewirken tut, nur positiv bewirken kann. Ja. Ab einer gewissen evolutiven Stufe können Menschen ja schon ihr nächstes Leben bestimmen. Nein. Oder nicht. Also, wo sie sozusagen Nein. in den Körper treten. Nein. Weil Es das kann nicht bestimmt werden, wo die nächste Persönlichkeit geboren wird. Oder leben wird. Oder mit dem willst du sagen. Ja, aber wie hat man sich das denn zum Beispiel, Immanuel wurde ja auch angekündigt von Jesaja. Der sagte, da wird Immanuel, auch mit dem Namen sogar genannt, wird in der Zukunft geboren werden und die wahre Lehre lehren. Wie kann er das sagen, wenn das... Er ist nicht namentlich genannt worden, wer das er wird sein. Es wird einfach gesagt, aber du musst das begreifen, wir müssen heute das so schreiben, dass der Mensch das von heute versteht. Und nicht dann in 100 oder 200 oder 300 Jahren, wo du dann kannst sagen, es ist so und so gewesen. Es ist angekündigt worden, er ist aber nicht namentlich angekündigt worden. Ja. Also, Sekunde. wie soll ich dir sagen, Hier, das hat... das, was geschrieben worden ist, was gesagt worden ist in dieser Beziehung, das ist für die heutige Zeit, das ist nicht für die Zeit, wo kommend wird sein, wo du kannst sagen, es ist einfach angekündigt worden, es wird jemand kommen, es wird ein Mensch kommen, und so weiter und so fort. Und heute ist es sehr weg und von Alters her, wir sind immer einfach noch in der alten Zeit drin, wo du musst sagen, der und der wird das sein. Und das wirst du in Zukunft nicht mehr müssen sagen. Es wird einfach das sein, was gesagt wird, es kommt jemand und wird da bei der Lehre das und dieses und jenes bringen. Ja, weil du schreibst selbst hier auf Seite 48, Seite römisch 48, gemäß dem Propheten Jesaja, auch in der Bibel unter Jesaja 7,14, darum, so wird auch der Jahwe oder Ischwisch selbst ein Zeichen geben, denn siehe, ein junges Weib ist nach seiner Ermächtigung geschwängert durch einen Himmelssohn. Und es wird einen Sohn gebären, den sie heißen wird Immanuel. Ja. Daher... Aber jetzt hat es gerade erklärt. Ja.
Ja, weil, Wir leben in der heutigen Zeit ja, und die haben dort mal in ihrer Zeit gelebt. Und da hat's geheissen, dann und dann wird der und der kommen. ja, Und das sagst du heute noch. Du bist heute noch nicht weiter als an dort mal. Wo du sagst, der und der wird kommen. Wenn du irgendwann hergehst an einen Kurs, da heisst's, der und der wird reden dort. Es heisst noch nicht, es wird jemand reden dort. Es heisst immer noch, der Herr oder die Frau wird reden dort. Namentlich genannt. ja, Und das ist seit mehreren tausend Jahren sehr weg. Dass der Mensch immer noch liegen bleibt auf dem Gleichen. Es heisst nicht, jemand wird kommen und reden. Es heisst Ja. immer noch, der und der wird Ja. kommen und reden. Aber das wird sich einmal ändern. okay. Ja, es tönt verrückt, es ist sogar primitiv, aber es ist tatsächlich ein sehr Weg. Wenn du heute gehst, irgendwann her heisst, der und der oder die und die wird reden dort. Sondern es heisst nicht, es wird jemand reden dort, wo es weiss. Wo orientiert ist. Ja, so kann man die Person halt leichter identifizieren. Eben, ja. Natürlich. Und weißt was das bedeutet? Dann kommt der Personenkult. Genau. Ja. Genau das ist es. Das passiert daraus. Also, du schreibst das ja eben auch, gerade auf der ersten Seite schreibst du ja auch, dass du eben dafür bestimmt warst, das Buch zu schreiben. Weil wenn das die Leute nicht lesen, dann Von rätseln mir sie halt ihr steht Leben lang. kein Wort drin. Ich Nein, werde das machen. Na, Und zwar genau aus dem Grund, wo ich dir jetzt erklärt habe. ja, dann, es gibt ja nur wenige, die dich überhaupt erkennen. Ja, das In deiner ist- Funktion. ja, das soll- Daher, das wenn man es soll ihnen ja nicht so sagt, ist es noch schwieriger. Also, Nein. Dann tut der Mensch nämlich selber denken. Und dann tut er nicht einfach nachreden. Sondern er fängt selber an zu denken. Und das ist der Weg dazu. Anders geht's leider nicht. ja, Tu mal drüber nachdenken und tu mal das bildlich vorstellen, wenn irgendjemand etwas sagt zu dir, wie du dich dann verhalten tust. Ob du selber anfängst zu denken, was der jetzt dir gesagt hat, was der dir jetzt gelehrt hat, oder ob du auf den Mensch gehst, ja, der hat mir das gesagt. Das ist der grosse Kaib. ja, das eben gerade nicht. Ja, das, eben. das versuchst Das du, soll ja eben nicht der Fall sein. ja, das versuchst du ja auch immer zu vermeiden. Das, Ja. Genau. Und das ist notwendig. Und der Weg dazu führt eben über das. Und wir sind immer noch heutzutage noch in dem inne, wo die anderen, die glauben, tun, immer noch an Immanuel glauben, immer noch an Mohammed glauben, an Jesaja glauben und dann weiss sich der Teufel was. ja, weil der Statt selber denken und selber die Worte sehen und die Wirklichkeit sehen und die Worte finden daraus raus. Es geht nicht anders, Michael. Sonst lernt der Mensch das nicht. ja, Und wenn wir Bücher bringen heute, oder gebracht haben bis heute, dann muss man noch in dem Stil, wo seit alters her, seit Tausenden von Jahren bereits existiert. Und jetzt langsam muss überwunden werden. ja, Das, leider, ich kann es nicht ändern. ja, Es ist tatsächlich ja, so. es ist ein Lernprozess. Ja. Ein Lernprozess.
Und das siehst du, wenn wir da Dings anschauen, unsere E-Mail anschauen. Wie ein Teil von den Leuten, die schreiben da, ja, mich als Größten anschauen, der weiss der Teufel was. Und das ist einfach nicht richtig. Ja. Sie sollen lernen, selber zu denken. Ja. Und nicht mich sehen dahinter, sondern ihren Kopf selber, ihres Bewusstsein brauchen, nicht meins. Ja, nicht nachplappern wie ein Papa. Ja, genau. Ja. Und genau das machen die. Ah, ja. Und das ist einfach verkehrt. Das muss langsam aber sicher einmal überwunden werden. Aber man muss es vor der Hand sehr wegschreiben, denn man könnte erst in 300-400 Jahren weitergehen und mehr erklären. Ja. Und das ist eine lange Zeit, 300-400 Jahre. Ja. Es ist sogar die Rede, dass erst in 800 Jahren so weit wird sein, dass Menschen grössere als heute ist Minorität immer noch eine Minorität wird sein, wo aber anders anfangen zu denken. Wo anfangen zu denken nach der Wirklichkeit und der Wahrheit von der Wirklichkeit. Ja, es werden halt auch viele schlimme Dinge passiert sein in der Zwischenzeit, was Ja, wie heute zum Beispiel von Israel, Palästina, Ukraine, ja, was der letzte Weltkrieg war unter den Nazis, was war im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. ja, im Leid lernen die Menschen mehr. Ist einfach Ja, so. richtig. Dann, erst wenn der Leidensdruck so groß wird, dann irgendwann fängt es dann Ja, meistens genau. an, das zu denken. Ja. Und auch nur das, dass auch die Menschheit abbauen wird, die Überbevölkerung abbauen wird und der Einzelne mehr anfängt zu denken. Dann jetzt, was jetzt laufen tut in Bezug auf die Überbevölkerung, die Machenschaften, die da gemacht werden, gegen das ganze Leben von der Natur und so weiter, gegen Fauna und Flora. Es geht alles immer mehr und mehr futsch. Es geht effektiv bergab. Wenn 80 Jahre einmal eine Retour denken tust, in den 45er, 50er Jahren, da hat die Welt noch ganz anders funktioniert und ausgesehen als heutzutage. Da ist sie noch einigermaßen, hast du noch können sagen, ist sie noch einigermaßen in Ordnung. Aber heute kannst du das nicht mehr sagen. Heute ist alles drunter und drüber. Die Natur ist futsch gemacht, grosser Teil. Es werden pro Jahr gegen 60.000 verschiedene Gattungen und Arten von Lebewesen. Also auch Pflanzen und Getier und Tier und sonstige Lebewesen ausgerottet vom Mensch durch seine Schuld. Oder? Das war da noch nicht gewesen. Nein, natürlich nicht. Aber ja, es wird einfach alles schlimmer. Ja. Und wir sehen die Konsequenzen unserer Ignoranz immer mehr. Das, ja, erleben sie mehr, aber es wird nicht darüber nachdenken. Ja. Es wird nichts unternommen. Ja. Ja, wir fahren im gleichen Stiefel weiter. Genau. Und bis es dann irgendwann über die Klippe geht. Ja. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn man stirbt, dass der Lebensfilm vor allem nochmal so abläuft. Das gibt es dummes nicht. Zeug. Das ist dummes Zeug. Okay. Das ist dummes Zeug. Gut. Das geht manchmal so blitzartig, dass du nicht mal weisst, dass du stirbst. Ja. Aber läuft das auf Energie? Oder sonst irgendetwas. Ja. Das sind wenige Menschen, die wissen, ich muss jetzt gehen. Ja. Oder wo sie einfach merken, Ja. es ist Zeit, ich muss gehen.
Aber in der Regel ist das nicht so. Das Ablaufen mit dem Leben, da oben, wenn der Mensch stirbt, das ist blanke Fantasie. Ah, okay. Also das Einzige, was sein könnte, dass man so eine Ahnung hat, ich muss jetzt sterben. Ja, Oder genau. meine Zeit ist jetzt gekommen. Genau. Das kommt aber nicht viel vor. Wirklich nicht viel vor. Ja. Ja, der buddhistische Lehrer, der mir Zuflucht gegeben hat, sein Vater war ein geheimer Praktizierender des Dzogchen. Und der hatte Krebs und hat ein ganz normales Leben geführt, sein Vater. Ja. Also er war Hotelbesitzer Ja. in Kathmandu. Und die Familie, er hoffte halt immer, dass er wieder gesund werden würde. Er war ja noch ein junger Mann. Und dann, es ging ihm immer schlechter und dann sagt er, ist er wieder aufgestanden und sagte, ich werde in einer Woche sterben. Und Ja, der hat, wo man es weiss, dann geht man. und der ist dann nach einer Woche, ja. hat er jeden kommen lassen von der Familie, einzeln, hat mit denen noch einmal gesprochen und ist dann genau nach einer Woche auch gestorben. Ja. Und da hat er dann erst erkannt, was das ist das, wo der Mensch sich praktisch vornimmt, dann und dann sterbe ich. Und das kommt sozusagen als Wissend in den Mensch rein. Und das hat wirklich tatsächlich passiert, zu dem und dem Zeitpunkt. Aber es scheint ja, als ob er eine gewisse bewusste Kontrolle darüber hatte oder das sozusagen bestimmt hat. Das ist nicht eine Kontrolle, wo er bewusst hat, sondern die ist dann unbewusst. Die tut sich unbewusst festlagern und unbewusst wird das dann passieren. Also, dass er sich selbst unbewusst programmiert. Ja. Okay. Fühlen ja auch viele, die dem Sterben nahe sind. So, ich habe jetzt nur noch ein paar Tage. Oder ja. Mein Vater sagte auch dann 2 Wochen vor seinem Tod, ich glaube, ich bin nicht mehr lange meint das. Ja, genau. Und so war es dann auch. Genau, was ich jetzt das letzte Telefon hatte von der Frau von Lini. Genau das ist genau dasselbe gewesen. Ja. Und er ist kein Buddhist gewesen. Er hat nicht an dem umstudiert. Ja. Er hat sich einfach Gedanken gemacht, ich bin jetzt alt und ich muss jetzt gehen, es ist jetzt meine Zeit und so weiter und so fort. Und das hat sich auch ereignet. Er hat gesagt, ich will nicht daheim sterben, ich gehe jetzt ins Spital am 5. Juli und dann nachher gehe ich. Ja. Und genau das ist passiert. Okay. Gut. Ja. Er ist jetzt 98 gewesen, aber es ist jetzt tatsächlich auch so gewesen. Das ist doch ein gutes Alter. Ja. Also wirklich für den Menschen.